Gefühlt ist in den ersten Tagen im neuen Jahr die Spielerzahl noch weiter gesunken. Ja, aber woran machst du das aus? Also ich meine, nur in Shops und so würde ich es jetzt halt auch nicht festmachen. Ich meine, klar, es ist der einzige wirkliche Indikator, den man hat, aber... Also, wenn du es wirklich überprüfen willst, ich habe es immer so gemacht bei Flive PC. Ich habe nicht meine subjektive Wahrnehmung genommen, sondern ich habe es probiert, an objektiven Fakten zu machen. Und das, was du machen kannst, objektiv, ist hier... Unten rechts, Total Number of Items sind gerade 5200. Man kann maximal 20 Items in einem Shop haben. Das heißt, jetzt gerade sind über 260 Shops offen. Da sehr viele Shops keine 20 Items drin haben, sind es wahrscheinlich weit über 300. Und wenn du diese Zahl jetzt nimmst, Screenshot mit Datum, ich meine, das machen die meisten Screenshot-Programme ja sowieso automatisch, dass der Screenshot mit dem Datum benannt ist und Uhrzeit. Und dann machst du in einer Woche noch einen Screenshot und guckst, sind es immer noch 5200 Items. Und natürlich wäre es gut, wenn du vorher nicht selbst deine 50 Shops offline nimmst und sie dann nach dem Screenshot wieder online holst. Oder andersrum, du stellst selber schnell 50 Shops auf, um es zu manipulieren. Aber wenn du diese Zahlen ein bisschen verfolgst, das habe ich früher beim Auktionshaus auch gemacht, das ist einer, also auch kein perfekter natürlich, aber das wäre jetzt ein objektiver Indikator. Weil dann geht es nämlich wirklich einfach nur um, wie viele Items werden gerade verkauft. Und diese Zahl, wenn du die, ich meine, sie ist nicht perfekt, aber du musst sie halt immer und immer wieder überprüfen. Theoretisch müsstest du sie eigentlich täglich 5-mal vielleicht überprüfen oder so. Über einen Monat oder so. Und dann hättest du wirklich alle Schwankungen mit drinnen. Die Schwankung, wo mal einer 10 Shops zeitgleich aufmacht und die Schwankung, wo diese 10 Shops verschwinden und so weiter. Und wenn du das dann auswerten würdest, dann hättest du vielleicht eine halbwegs objektive Statistik oder halt einen Graphen oder was auch immer, wo du ablesen könntest, okay, so haben sich die Spielerzahlen im Januar oder in der ersten Woche im Januar oder wie auch immer entwickelt. Und ja, also das wäre das Einzige, was mir wirklich einfällt, weil wie gesagt, das habe ich in Flive PC auch immer gemacht. Bei einem Flive PC war gleich das Problem, es war gelimited. Es konnten, glaube ich, mehr als 10.000, also 9.999, 4 mal die 9. Items im Auktionshaus, das war eine andere Zahl, kann auch sein. Auf jeden Fall konnte ein Maximum, also es konnten mehr Items gelistet werden, aber es wurde nur bis zu einem gewissen Maximum angezeigt. Das heißt, es waren zum Beispiel 15.000 Items im Auktionshaus, aber es hat halt nur 10.000 angezeigt, weil es nur bis 10.000 gezählt hat. Hieß aber nicht, dass das Auktionshaus voll ist und dass keine Items mehr reingetan werden können. Es hieß lediglich nur, es wird nicht mehr angezeigt, man hat keine Ahnung, wie viele Items wirklich drin sind. Genau. Und das habe ich aber tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht, als mich interessiert hat, welcher Server ist der aktivste. Und dann bin ich quasi auf den deutschen Servern rein, habe das angeguckt, dann bin ich auf die englischen Server. Weil da ist es halt dann auch unabhängig von der Uhrzeit. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf einen amerikanischen Server gehen würdest, oder wir würden jetzt auf La Wolf gehen, jetzt vor allem ist es mitten in der Nacht in den Philippinen, es ist 3 Uhr morgens oder so bei denen. Das wäre halt ein bisschen unfair, weil ich meine, klar, wenn du um 3 Uhr morgens online gehst und dann sagst du, wow, der Server ist ja voll tot. Ja, bei dir ist vielleicht 21 Uhr, bei denen ist halt 3 Uhr morgens. Ich meine, das ist ja auch nicht fair. Aber das wäre halt etwas, so eine Zahl, die kannst du halt eigentlich relativ objektiv bewerten. Weil die müsste ja eigentlich immer ungefähr gleich sein. Weil die Items verschwinden ja über Nacht auch eigentlich nicht mit den Shop-NPCs und Pipapo. Also mit den Verkäufern und so weiter. Also das müsste ja schon immer relativ gleich sein. Oder sollte auf jeden Fall innerhalb von wenigen Stunden, wenn es mal kurz Nacht ist oder ein paar Stunden in die Nacht rein, sollte da jetzt keine so extreme Änderung da sein. Und ja, Flive hat eine API, ja. Da kannst du sowas aber nicht rauslesen. Aber das ist tatsächlich leider das Einzige. Also ich wüsste nicht, wie man sonst noch objektiv irgendwas bewerten kann. Also die generelle Aktivität könntest du natürlich bewerten mit der Rangliste. Das mache ich ja. Ich schaue jeden Monat die Rangliste an und gucke, welche Server haben die höchsten Spieler. Und höchste Spieler ist ja ein Äquivalent von aktiver Server. Das ist noch so ein objektives Ding. Das mache ich tatsächlich. Keep the Track drauf. Schau einmal im Monat rein, wie es sich entwickelt und so. Und sonst wird mir aber echt nichts mehr einfallen. Also das sind eigentlich wirklich die einzigen beiden Sachen, die man wirklich neutral bewerten kann, wo man auch gar nicht so viel hineininterpretieren kann, weil es einfach halt, es sind einfach feststehende Werte, die halt ein Server einfach hat. Und da kann dann eigentlich auch keiner wirklich, also ich meine, klar, du kannst immer irgendeine Ausrede suchen, warum dann ein Server besser oder schlechter abschneidet, aber an für sich sind das relativ objektive Werte eigentlich. Also die Spielerzahlen an sich wären natürlich schon mal extrem interessant, aber die werden wir niemals bekommen. Leider. Es gab mal eine Zeit,
Ich habe mal so alte Geschäftsberichte von Gala angeguckt aus dem Jahr 2009, 10, 11 und so. Es gab tatsächlich mal einen Geschäftsbericht, wo sie tatsächlich die Spielerzahlen, die Concurrent Players, tatsächlich angezeigt haben. Und ich weiß zwar nicht, ob es Character waren oder IP-Adressen, weil Character macht bei einem Spiel wie Flive, wo jeder multiboxt, macht das keinen Sinn. Multiboxed, by the way. Macht wenig Sinn. Deswegen denke ich mal, dass es trotzdem IP-Adressen waren. Und damals waren es, glaube ich, 10.000 auf dem US-Server, 7.000 auf dem deutschen und 5.000 auf dem französischen oder so. Was dann quasi insgesamt über 20.000 Leute waren. Das war so 2010, 2011 oder so. Also schon pretty good. Aber das haben sie halt gefühlt einmal gemacht und danach nie wieder. Und da weiß man auch, ich wusste es nochmal raussuchen. Aber ich glaube, da haben sie auch nicht wirklich dazu geschrieben, wie genau sich das jetzt zusammengesetzt hat. Sie haben einfach irgendeine Zahl rausgehauen und letztendlich weiß ja eh keiner, ob die stimmt. Also ich meine, theoretisch, selbst wenn sie uns die Spielerzahlen geben würden, würden sie wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie da irgendwas dran tricksen würden, das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich meine, du weißt nicht, ob es stimmt. Und ich weiß nicht, ob sie den Zahl dann überhaupt richtig erklären würden oder so. Weil wie gesagt, du weißt ja dann nicht, ist das IP-Adressen, ist das Geräte, ist das whatever. Was bedeutet diese Zahl letztendlich? Oder sind es einfach nur die Charakter? Das wäre komplett unaussagekräftig. Weil ich bin jeden Tag mit 8 online, aber ich bin aber nur eine Person. Ja. Aber machen sie eh nicht, von dem her ist es egal. Wäre aber echt cool. Sollte fast schon irgendwie ein Gesetz geben, dass alle Spiele ihre Spielerzahlen offenlegen müssen. Gut, so ein Gesetz wird es niemals geben.